Freunde, schön, dass ihr da seid. Ich werde euch heute mit auf ein kleines Abenteuer nehmen, denn ich bin zu Gast bei Shaper. Es fühlt sich ein bisschen wie zu Hause an in der Wohnzimmerwerkstatt. So Freunde, das Ganze ist hier so eine Masterclass, quasi ein Workshop und wir bauen etwas. Ihr könnt ja mal versuchen herauszufinden, was. Und habt ihr schon eine Idee? Ich bin sehr gespannt auf das ganze Projekt. Diese Teile, die hier stehen, die werden auch benötigt. Das sind riesige Vakuumpressen. Ich habe jetzt gar nicht gefragt, ob ich hier so hin darf alleine, aber wird schon okay sein. Komm, wir machen mal auf. Ist nämlich gerade aus. Sieht man darin, dass das hier locker ist. Oh, oh, oh. Oh, krass. Okay, das sind so fette Formen. Geil. Boah, ich bin richtig gespannt, wie das funktionieren wird. Okay, schnell weg. So, und hier ist der Hauptworkshop quasi, die Main-Werkstatt. Okay, richtig fette Werkstatt. Vor allem dieses ganze Licht, Leute, das ist der Hammer. Wie, das ist Restholz hier? Da muss ich am Ende nochmal vorbeigucken. Hier sind wir jetzt im hauseigenen Studio. Freunde, vorab, viele kennen diese Maschine, viele aber auch nicht. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, was das Besondere an diesem Gerät ist. Kleines Beispielprojekt, ich habe hier so ein Glas, möchte dafür einen Deckel fräsen. Als Grundmaterial habe ich jetzt einfach mal 8 mm Sperrholz genommen. Diese Maschine besteht eigentlich aus zwei Komponenten. Das erste ist diese Frässpindel, da kann man verschiedene Fräser einspannen. Das zweite ist die Maschine an sich mit den Griffen, mit einem großen Display. Vorne befindet sich eine Kamera und Licht. Damit die Maschine funktioniert, brauchen wir noch eine dritte Komponente und zwar das sogenannte Shaper Tape. Das gibt es nicht nur als Tape, sondern auch zum Beispiel auf dieser Platte oder bei dieser speziellen Workstation. Diese Punkte werden wir jetzt einscannen mit der Kamera da oben. Die Punkte dienen als Referenz, damit die Fräse immer weiß, wo sie sich im Raum befindet. Sagen wir einfach hier neuer Scan, Scan starten. Jetzt bewegen wir die Fräse und da sehen wir schon, Punkte werden erfasst. Und ich habe nicht nur die Punkte gescannt, sondern auch mein Werkstück. Da, der kleine Smiley, den sehen wir jetzt auch im Scan. Jetzt erstelle ich mir einen neuen Kreis, sage Durchmesser, messe erstmal den Innendurchmesser, drücke den Knopf. Die Daten werden übertragen, das ist super praktisch das Teil. Mache noch einen Kreis. Dieses Mal messe ich den Außendurchmesser. Zack. Jetzt habe ich an der Maschine direkt das erstellt, was ich brauche. Du könntest natürlich jetzt auch viel komplexere Formen am Rechner zum Beispiel planen. Wir machen es jetzt aber einfach hier an der Maschine. Jetzt muss ich der Maschine noch sagen, wie weit entfernt das Material vom Fräser ist. Das macht die Maschine automatisch. Jetzt wähle ich hier meine Kontur aus, die ich bearbeiten möchte. Kann jetzt sagen innen, außen. Ich möchte jetzt außen 5 mm tief fräsen. Und jetzt kommt die Magic, Freunde. Das Besondere ist, diese Spindel ist so gelagert, dass sie quasi softwaretechnisch alles ausgleicht, was ich quasi versaue. Heißt, wenn ich hier die Fräse hin und her wackel, dann passiert erstmal gar nichts. Der Fräser bleibt immer in der gleichen Position. Wenn ich über diesen kleinen Kreis hier hinausgehe, zack, dann bricht der Fräsvorgang ab und mein Werkstück ist trotzdem noch heil geblieben. So, und hier habe ich jetzt meinen Deckel. Den habe ich vorher hier mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt, damit er nicht wegfliegt, wenn er fertig ist. Und trotz meiner ganzen Spielereien eben zu Demo-Zwecken seht ihr, das ist ein super perfekter runder Kreis. Wie perfekt sieht man jetzt hier, hoffentlich. Zack. Der Deckel sitzt perfekt da drauf. Sieht wunderbar aus.
Das, was ich jetzt hier auf die Schnelle gemacht habe, Freunde, ist wirklich komplett basic. Man kann mit dieser Maschine super komplexe Holzverbindungen herstellen, gerade für einen Möbelbau sehr interessant. Ich nutze es in meinem Workflow auch ziemlich oft sehr spontan, echt fast wie so ein Akkuschrauber. Ist natürlich eine komplett andere Technologie. Man darf auch nicht vergessen, die Software, die Hardware, diese Abstimmung, das ist eine Maschine, die kostet mehrere tausend Euro. Nicht vergleichbar mit jetzt irgendwie einer normalen Oberfräse oder so. Ich sag, wie es ist. Ich liebe diese kleine Maschine. Was mir noch wichtig zu sagen ist, Freunde, diese Origin wurde mir von der Firma Shaper zur Verfügung gestellt. Ich arbeite schon länger mit denen zusammen und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß! So Freunde, Bestandteil der Masterclass ist, ein Balanceboard zu bauen. Was ich cool finde daran, ich komme nicht aus dem Handwerk. Ich habe keine handwerkliche Ausbildung, also Mediengestalter, Bild- und Tonfilme machen und so, aber halt nichts mit Holz oder so. Umso cooler finde ich es, dass hier halt ExpertInnen sind, denen man begegnen kann, denen man Sachen fragen kann und die sich halt richtig auskennen und voll Plan haben. Wir fangen an, erstmal mit einem Grundkurs, so ein bisschen Übersicht, die Leute, die noch nicht so viel Erfahrung mit der Fräse haben. Und dann geht's weiter. Ich hoffe, dass ich mein eigenes Design machen kann. Es gibt nur solche so vorgefertigte Designs. Die sind auch cool, aber ich will natürlich was Eigenes, ne? Ich habe meinen Laptop dabei. Ich gucke mal, ob ich mein eigenes Design zusammenfuchsen kann. Geil, Freunde, ich hänge jetzt einfach hier mit meinem Laptop ab. Ich fühle mich schon richtig, als ob ich dazugehöre. Es ist spät geworden mittlerweile und da ich natürlich wieder so ein Special Extra haben möchte, müssen wir jetzt schon ran. Okay. Feierabend. So Leute, es ist der nächste Tag, es geht los. Wir durchlaufen heute hier 3 Stationen. In der ersten Station werden die Motive gefräst. In der zweiten werden die Motive verleimt und gepresst. Und in der dritten Station wird dann quasi ja, die endgültige Form erstellt. Leute, ich musste mir jetzt gerade mal einen ruhigen Ort suchen. Das sieht ja wohl so krass aus. Das passt einfach perfekt. Hinterher schleifen, ölen. Ich bin mega gespannt, wie es aussieht. Die
Firma, die die Pressen baut, hat jetzt 3 Stück mitgebracht. Dann können wir mal so eine Reihe verleimen, bestücken, verleimen, bestücken. Gut organisiert. Ja, danke dir. So rum. Ja, genau. Geil. Einmal frei. Schön. So, ich ziehe mich noch ein bisschen zurück. Also es ist mega, mega geil. Was wir da machen ist Folgendes. Wir haben diese verschiedenen Schichthölzer, Längsmaserung, Quermaserung, damit das Board schön stabil wird. Dann nimmst du diese fette Leimrolle, dann wird der Leim aufgebracht. Sowas brauche ich natürlich auch noch. Und ja, dann knallst die Dinge einfach nur in diese Presse, super easy, machst einen Deckel drauf, ziehst einen Hebel und dann wird das einfach zusammengepresst. Und was das Geile ist, man denkt jetzt vielleicht im ersten Moment, diese Gummimatte presst das Material zusammen, aber das ist nicht der Fall, sondern die Gummimatte sorgt dafür, dass ein luftleerer Raum entstehen kann und die Atmosphäre, also der Luftdruck, das Material übergleichmäßig zusammenpresst. Mega geil. 10 Tonnen pro Quadratmeter, glaube ich. Also es ist wirklich mega geil. Ich komme! Schon fertig oder was? So schnell, das gibt's ja nicht. 10 Minuten. So. Geil. Und da ist es schon. Leute, noch eine richtig absurde Information. Ich weiß gar nicht, ob man sich das vorstellen kann. Aber dadurch, dass das ein luftleerer Raum ist, ist es so, dass das Wasser im Leim bei 20 Grad verkocht. Man sieht hier diese Bläschen an den Seiten, da ist quasi die Luft rausgezogen worden. Das ist so absurd einfach, richtig geil. Okay, es gibt Essen anscheinend. So Leute, der Curve ist da. Jetzt geht es in die nächste Werkstatt, drüben in die Fette. Und da wird das ganze Ding in Form gebracht. So Freunde, um auf dem Board hinterher balancieren zu können, braucht man natürlich noch irgendwie sowas wie eine Rolle. Ein Teacher an dem Tag war Florian Meigel. Der hat 2019 zum Beispiel an den World Skills teilgenommen. Das war in Kasan in Russland und dort Deutschland vertreten. Das ist quasi so wie Olympia fürs Handwerk. Das war mega interessant. Der hat uns komplett erklärt, wie er diese Rollen hergestellt hat. Erstmal einen Prototypen gebaut, dann hat er so eine Vorrichtung gebaut, hat sich was gebaut, um dann Rundholzer zu drehen selber bzw. zu fräsen. Also es war wirklich mega krass. Ich habe so unfassbar viel gelernt. Wirklich, wirklich geil. Oberflächenqualität, die Abstimmung, Vorschubgeschwindigkeit und Flo hat dann irgendwie 60 Rollen hergestellt für die ganzen Teilnehmenden und wir konnten dann am Ende noch einmal die letzte Furnierschicht aufbringen. Also es war krass einfach. Als ich das erste Mal den Karton gesehen habe, da dachte ich, die hätten ihn einfach gekauft.
Leute, ihr habt gesehen, es passt so unglaublich krass. Jetzt kommen die letzten Schritte. Fräsen, Schleifen, alles. Hier ist volles Haus, hier ist volle Action. Freunde, die Werkstatt ist leer und leise. Das bedeutet, der Tag und das Event neigt sich dem Ende. Und Leute, ihr habt ja schon gesehen, ich habe 2 Boards gemacht. Eins ist für euch, eins für die Community. Also kommt auf Insta, macht mit, ich mache dann einen Post und dann verlosen wir eins an euch. Jetzt geht's zurück in meine Werkstatt. Ich schleife das Board noch, öl's und dann seht ihr das Ergebnis. Ich habe das jetzt nur mit dem 120er ein bisschen angeschliffen, nicht zu glatt, weil man soll ja auch schön drauf stehen können. Und jetzt, Freunde, wird geölt. Walnuss haben wir hier und Esche. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Wow. Das ist so geil geworden. Guck dir das mal an. Jetzt der Test. Zugegebenermaßen, das ist jetzt nicht das erste Mal auf dem Board, aber die Lernkurve ist wirklich, wirklich echt klein, muss man sagen. Bringt richtig Bock. Ich habe es zu glatt geschliffen. 30er Schleifpapier. Am besten die Rolle und die hintere Seite nicht ölen, Leute. Aber es ist jetzt, wie es ist. Vielen Dank, Shaper, dass ihr mich eingeladen habt. Es war eine große Freude, hier zu sein. Danke auch an all die ganzen Vorbereitungen, die ganze Expertise, die hier reingeflossen ist. Ganz am Ende, Freunde, möchte ich natürlich wissen, wie hat euch dieses Felix-Unterwegs-Format gefallen? Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, ein Like da. Vielen Dank an alle Patreons, an alle YouTube-Supporter. Und genau, also wenn ihr Lust habt, ich hatte Bock und hätte auch Bock, sowas in Zukunft weiterzumachen, solche Formate. Lasst es mich wissen. Das ist abgeklärt, ja? Ich darf mir Sachen mitnehmen. Na, ich durchstöber erstmal den Müll. Es gibt gutes Material. Hier so kleine Alurohren.